Herzlich willkommen bei uns in Wangen hier heute zunächst mal aus der Modellbauwelt. Hallo Rainer. Servus Sebastian, ich freue mich sehr, dass wir wieder unsere Neuheiten heute präsentieren dürfen. Ja, ich mich auch. Und wir haben uns für dieses Jahr ein bisschen was Neues ausgedacht im Konzept. Die letzten Jahre haben wir das immer zu zweit vorgestellt. Und dieses Jahr ist das Fokusthema Around the World. Und wir haben gesagt, das machen wir in der Firma auch. Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch die Firma im Laufe dieser Neuheitenvorstellung, zeigen euch ein bisschen was aus der Firma und vor allem auch die Personen, die dahinter stehen und für euch diese wunderschönen Modelle möglich machen. Und der Rainer fängt hier gleich an mit unserer Kollegin aus Vietnam. Die Quinn, der darf ich jetzt gleich, wenn sie hier bei mir ist, schon mal das Mikrofon überreichen. Ich Und mache du mich, eilst dann gleich weiter genau, zur nächsten Position. richtig, ich mache mich gleich auf den Weg zur nächsten Position und von da aus melde ich mich dann, nachdem ihr hier die ersten Neuheiten präsentiert habt. Viel Spaß damit. Ja, danke. Danke dir und bis später, Sebastian. Hallo Quinn, Hallo. herzlich willkommen. Ich darf Sie trotzdem noch kurz vorstellen, Sie sind die Quinn dran. Wie viele Jahre sind Sie jetzt schon im Team? Dieses Jahr sind es 15 Jahre. 15 Jahre Ja. sind Sie schon im Team und Sie sind die Geschäftsführerin unserer Tochterunternehmung Noch Asia in Ho Chi Minh, Saigon in Vietnam. Ja. Die Quinn ist hier, weil ich dann so unter der Neuheitenpräsentation so ein paar Fragen an Sie stellen werde. Und ich lege jetzt einfach mal los, denn schließlich haben Sie ja alle eingeschaltet, weil Sie die Neuheiten sehen wollen Ja. und nicht und nicht nur uns zwei. Ja. Ich starte wie jedes Jahr mit unseren neuen Figuren. Dieses Jahr gibt es 13 neue H0-Figurensets, 6 neue Sets für die Spur TT und 6 Sets für die Spur N. Ich erwähne jetzt da so ein paar Sets, die mir besonders ans Herz gewachsen sind. Das sind zum Beispiel die Matrosen für alle 3 Spurweiten, die berittene Polizei oder das Polizei-Sondereinsatzkommando, beide auch für alle Spurweiten verfügbar. Die Reisenden, das Besondere an diesen Reisenden, die haben richtig schweres Gepäck dabei. Die Menschen im Strandkorb oder auch besonders originell beim Yoga. Also 6 Figürchen, die Yoga-Übungen betreiben. Quinn, an der Stelle stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, wie aufwendig ist es eigentlich, solche Figuren von Hand zu produzieren und zu bemalen? Was gehört da alles dazu und wie viel Zeit benötigt man in etwa für so ein Figurenset? Also so eine Figurenset ist sehr aufwendig zu produzieren. Zum einen, weil dies zum verschiedenen Produktionsprozess dann verlagert werden muss. Wie zum Beispiel, wir müssen zuerst die Figuren entgraten, um die überschüssiges Material zu entfernen. Und dann kommt es zur nächsten Abteilung, wie zum Beispiel, dass man die Teile zusammenkleben müssen, wie zum Beispiel der Arm, das Figur, weil die Figuren, die kommen nie so komplett ganz raus, sondern wir müssen die Teile immer zusammen verbinden. Und dann folgt das zum Bemalung. Und Sie wissen ja, pro Figur braucht man mindestens 3 bis 4 Farben. Und wenn wir eine H0-Set mit 6 Figuren haben, dann verwenden wir in der Regel circa 20 bis 30 verschiedenen Farben. Wow. Ja, und das folgt uns, also wir brauchen dann circa schon für eine H0-Set mit 6 Figuren 40 Minuten Produktionszeit. 40 Minuten Produktionszeit Ja. für ein H0-Set mit 6 Figuren. Entgraten, zusammenkleben, Ja. bemalen und dann am Spray Schluss Painting, natürlich genau, das kann man verpacken noch. Ja, genau. Das ist also alles ganz schön aufwendig. Das ist Ja. interessant, denke ich, weil dann sieht man einfach mal, wie viel Arbeitszeit da dahinter steckt und man versteht dann auch vielleicht besser, warum diese handbemalten Figuren eben das kosten, was sie kosten. Vielen Dank, Quinn. Ja. Ich gehe weiter zur nächsten Neuheit. Das sind unsere Figuren-Themenwelten. Themenwelten sind ja schon seit einigen Jahren ein fester Bestandteil in unserem Sortiment. Dieses Jahr haben wir uns 2 besonderen Themen zugewandt. Das eine ist das Thema Buffet. Buffet, hier gibt es 3 verschiedene Sets, angefangen von der Vorspeise über den Hauptgang bis zum Nachtisch, jeweils mit den passenden Speisen auf dem Tisch, den Köchen, natürlich auch den Gästen, die sich an den Speisen erfreuen und Kellnern, die die Speisen servieren. 3 Sets zum Thema Buffet. Das zweite Thema, das wir uns vorgenommen hatten, war das Thema Flohmarkt. Wir bieten auch hier 3 Sets zu 3 verschiedenen Flohmarktthemen. Das ist zum einen das Thema Antiquitäten. Das kennen Sie alle, wenn Sie über den Flohmarkt laufen. Den ganzen alten Krempel, den man loswerden möchte und von dem man hofft, dass andere Leute viel Geld dafür bieten.
Dann haben wir das Thema Second-Hand-Textilien im zweiten Set. Und das dritte Thema natürlich, weil das ist ja unsere Branche, gebrauchtes Spielzeug, also ein Flohmarktstand mit Spielzeug. Auch hier sind die Kunden und die Passanten im Set mit dabei. Quinn, an der Stelle gleich wieder eine Frage an Sie. Was ist jetzt der Unterschied in der Produktion von so einer Themenwelt und einem, in Anführungszeichen, normalen Figurenset? Es gibt eigentlich schon einen deutlichen Unterschied zwischen den Themenwelten und den normalen Figuren, weil die Themenwelten, die drucken wir in 3D-Druckverfahren. Das heißt, das ermöglicht uns dann wirklich extrem filigrane Teile zu drucken und zu produzieren. Die normalen Figuren-Set, die verwenden wir mit Spritzgussverfahren. Okay. Das wird mit Spritzgussverfahren hergestellt. Genau. Also eine ganz andere Produktionstechnologie, 3D-Druck noch filigraner, noch detaillierter und Spritzguss für die Figuren in einer höheren Auflage. Genau. Ja, genau. Super, danke schön. Der 3D-Druck, der revolutioniert unsere Branche zurzeit und wir kommen dann nachher im Lauf der Neuheitenpräsentation noch öfter zum Thema 3D-Druck. Jetzt aber zu einem Thema, was wir eigentlich erst gerade hinter uns gelassen haben, zum Thema Advent. Auch dieses Jahr wird es wieder einen Figuren-Adventskalender geben. Das ist sozusagen fast schon ein Klassiker für die Spurweiten H0, TT und N, jeweils mit 24 Figürchen. Hinter jedem Türchen ein Figürchen, hat unser ehemaliger Verkaufsleiter, der Herr Leiter, mal getextet. Ja. Und vielleicht für Sie wichtig zur Info: In diesen Adventskalendern sind keine Winter- und Schneefiguren. Das ist wichtig, denn die wenigsten von Ihnen haben ja eine Schneelandschaft oder eine Winterlandschaft. Und deswegen kriegen Sie da also nur die, in Anführungszeichen, normalen Sommerfiguren von uns im Adventskalender. Ganz neu, und da bekommt unser Klassiker-Adventskalender dieses Jahr Zuwachs, ist unser Deko-Adventskalender für die Spur H0. Was heißt nun Deko-Adventskalender? Deko, Dekoration, also ein Adventskalender, mit dem man an jedem Tag in Advent eine kleine Szene weiter ausdekorieren kann, und zwar zum Thema rechts und links der Gleise. Also 24 Türchen gefüllt mit Dekorationsüberraschungen. Das sind Figuren und Zubehörteile zur Dekoration rechts und links der Gleise für die Spur H0. Ich denke, das wird viele Modellbahner freuen und bestimmt den nächsten Advent versüßen. Quinn, gleich wieder eine Frage. Wir waren ja beide schon öfter, oder Sie natürlich permanent, ich auch schon öfter in Vietnam, und Vietnam ist eine ganz andere Kultur, ganz anderer Glauben. Können jetzt unsere Mitarbeiter mit dem Thema Weihnachten und Adventskalender in Vietnam überhaupt etwas anfangen? Ja, also Weihnachten ist bei uns schon bekannt, aber das wird einfach nicht groß gefeiert, weil die christlichen Anteil bei uns ist einfach zu gering. Genau, also wir haben ja unser Neujahr. Sie kennen ja unser Chinese New Year, da werden groß gefeiert, das heißt aber Weihnachten. Thetfest, gell? Genau, Thetfest heißt es bei uns. Ja. Genau, aber das wird einfach nicht, also das ist schon bekannt, aber ist nicht so. Aber ich fand es immer interessant, wenn du dann in der Vorweihnachtszeit mal unten bist, es ist trotzdem weihnachtlich dekoriert. Ja, also überall auf der ganzen Stadt, gell? Ja, die ganze Stadt, also fast faszinierend. Ja. Es ist so kitschig wie in New York mit ganzen überall. Und überall läuft Last Christmas, also genau. nicht zu entkommen. Ja, aber Last Christmas mit 30 Grad. Bei 30 Grad, genau. Last Christmas bei 30 Grad. Genau. Also bezüglich auf den Adventkalender ist es in Vietnam nicht bekannt. Also wir verwenden auch keinen Adventkalender, aber das läuft immer so ab, dass meine Kollegen eigentlich darüber informiert ist. Das ist für denen bekannt, was für Adventkalender verwendet werden kann, also für den Endverbraucher. Aber wir erklären das den Kollegen in Vietnam, was das ist. Dass genau, also bevor wir mit einem Produkt anfangen, kriegen sie so eine Briefing und ich erkläre denen auch kurz, wie das abläuft mit einem Adventkalender und was machen die dann mit diesem Adventkalender, aber das ist bei uns dass sie den Artikel auch verstehen. Ja. Genau, ja. Ja, super, vielen Dank. Ja. Kommen wir zu einer neuen Neuheit, die wirklich neu ist. Das gab es nämlich vorher noch nicht. Die haben wir sozusagen neu erfunden. Die sogenannten Tiny Scenes. Was sind nun Tiny Scenes? Tiny von klein, von lieblich, und Scene von Szene, also kleine liebliche Szenen, bestehend aus einer Figur und einem Zubehörteil. Hier
sieht man, wie die dann verpackt sein werden in Zukunft. Und es gibt, sage und schreibe, 32 von diesen Tiny Scenes zu verschiedensten Themen. Hier nur ein paar Beispiele. Ein Hotdog-Stand, eine Eisdiele, Straßenbauarbeiten, Lagerarbeit oder auf dem Bahnsteig. Diese Tiny Scenes, die werden wie alle anderen Figuren auch aufwendig in Vietnam handbemalt und sind, da natürlich das kleine überschaubare Szenen sind, die sind preislich sehr, sehr attraktiv. Verfügbar werden die Tiny Scenes ab Oktober 2024 sein, und zwar nur bei Händlern, die an unserer sogenannten Saisonpromotion teilnehmen. Zur Saisonpromotion sage ich gleich noch ein paar Worte. Welche Händler das sind, erfahren Sie ab September diesen Jahres auf unserer Homepage. Da werden die Händler dann alle aufgelistet. Was hat es jetzt mit dieser Saisonpromotion auf sich? Das ist jedes Jahr so eine große Aktion, mit der wir quasi wieder in die Bastelsaison zusammen mit unseren Händlern starten. Die Händler, die mitmachen, bekommen diesen exklusiven Artikel von uns, in dem Fall die Tiny Scenes, die gibt es also nur bei diesen Händlern, und zudem auch noch ein attraktives Diorama, mit dem das Thema Modelllandschaftsbau im Ladengeschäft präsentiert werden kann. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen gesehen. Letztes Jahr haben wir so ein nettes kleines Diorama gemacht mit unseren Spielplatzgeräten. Und dieses Jahr gibt es ein neues Thema, verrate ich aber noch nichts dazu. Gwen lacht, weil Sie kennen das natürlich schon, verrate ich noch nichts dazu. Da lassen Sie sich einfach überraschen, was dann im Oktober bei Ihrem Händler steht. Gehen wir weiter jetzt für die Freunde der Spur N und der Spur Z. Wir haben vorhin schon mal das Thema 3D-Druck angesprochen gehabt und wir hatten letztes Jahr eine, ich sage jetzt mal, Weltneuheit, indem wir Ihnen den farbigen 3D-Druck präsentiert haben. Ich entschuldige mich an der Stelle für unsere extrem späte Auslieferung dieser Artikel. Spur N und Spur Z, farbig gedruckte Figuren, werden jetzt, also letztes Jahr haben wir sie vorgestellt und jetzt werden sie erst im Februar ausgeliefert. Entschuldigung dafür, aber die Resonanz auf diese Artikel war sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass viele von Ihnen auf die gewartet haben und das tut mir sehr leid. Das ist immer, wenn man so eine neue Technologie hat und einen neuen Prozess aufsetzt, das ist dann leider doch aufwendiger gewesen als geplant. Nichtsdestotrotz, wir haben dieses Jahr wieder 10 neue Sets für die Spur N gemacht und 8 Sets für die Spur Z. Das heißt, wir glauben daran und wir wissen, dass es funktioniert und dass diese Artikel kommen werden. Bei den neuen Spur N-Sets und Z-Sets sind Artikel drunter wie Lagerarbeiter, Jäger und Holzfäller, Fahrradfahrer, Angler oder Schafe und Schäfer und weitere Themen, die Sie natürlich online auf unserer Website finden werden in der Neuheitenpräsentation oder auch in unserem Neuheitenprospekt. Jetzt setzen wir auf diese 3D-Masterfiguren, farbig gedruckt, wie gesagt, nochmal eins obendrauf und zwar speziell für die Freunde der Spur N. Wir haben 3 Spur N-Themenwelten kreiert, die neben den Figuren eben auch noch das passende Zubehör enthalten. Und auch diese Themenwelten sind farbig 3D gedruckt. Die Themen sind Bahnbetriebswerk, Gleisbau und Werkstatt. Das sind also hochinteressante Modelle in höchster optischer Auflösung, mit feinsten Details und wenn man genau hinschaut, da muss man aber dann fast schon eine Lupe nehmen, wunderbar fein detaillierten, farbigen Oberflächen. Voraussichtlicher Liefertermin wird hier Oktober 24 sein und wir geben uns alle Mühe, diesen Termin auch einzuhalten. Bleiben wir noch immer beim Thema farbiger 3D-Druck. Der letzte Artikel aus dieser Rubrik, dieses Mal für die Freunde der Spur Z. Wir wissen, dass es für die Zettis sehr schwierig ist, schöne Fahrzeuge zu finden. Und deswegen haben wir 4 verschiedene Fahrzeugmodelle im farbigen 3D-Druck aufgelegt. Jedes Set enthält 2 Fahrzeuge in 2 verschiedenen Farben. Das sind die Modelle Trabant, Citroën GSA, Opel Corsa und Volkswagen T2. Jedes Set enthält, wie gesagt, 2 Fahrzeuge in unterschiedlichen Farben. Und jetzt ein ganz kleiner Tipp, wenn Sie dann mal, gerade an dem Volkswagen T2 sieht man das sehr gut, ganz
nah hingehen und ganz genau hinschauen, sehen Sie sogar den Fahrer des Fahrzeuges, der am Steuer sitzt. Also machen Sie als Zetti mal den Test, das ist wirklich faszinierend. Also ich muss sagen, ich bin Gott froh, dass wir das nicht in Vietnam bemalen müssen. Genau, Ja. das können Sie auch sein. Oh, ich sehe gerade, ich habe vorhin gelogen. Ich habe das absolute Highlight habe ich jetzt unterschlagen und das habe ich mir extra auch zum Schluss aufgehoben. Die Freunde der Spur H0, die fragen sich wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit, ja, 3D-Druck, warum nur N, warum nur Z? Ist ja unfair, wir wollen da auch mal mit dabei sein. Ja, ich freue mich, wir haben es geschafft. Wir bieten Ihnen ab diesem Jahr unsere sogenannten 3D-Master-Figuren für die Spur H0 an. Das ist eine tolle Innovation. Es sind eigentlich keine Sets, das sind kleine Themen. Jedes Thema beinhaltet ein oder zwei Figürchen, die thematisch zusammenpassen. Durch diese fantastische neue Technologie sieht man natürlich in der Spur H0 noch mehr Details und noch eine noch eindrucksvollere farbige Oberfläche wie Karos oder Streifen oder auch Farbübergänge. Ich nenne hier jetzt nur ein paar Themen. Insgesamt sind es 22 Neuheiten. Hier nur ein paar Themen. Eine badende Frau oder ein Weihnachtsmann mit einem Jungen auf dem Knie oder ein Porträtmaler mit seinem Modell, eine Cellistin oder besonders originell Adam und Eva. Adam und Eva, Sie können quasi auf Ihrer Anlage jetzt den Beginn unserer Existenz im Modell darstellen. Wenn man sich das so anschaut, wir haben jetzt einige 3D-gedruckten Figurenneuheiten, farbig gedruckte Figurenneuheiten, müssen wir Angst haben, dass wir irgendwann gar nichts mehr zu bemalen haben in Vietnam? Oh, das hoffe ich nicht. Nee, es ist wirklich eine schwierige Frage, aber ich persönlich, also meine Meinung, finde ich, dass die handbemalten Figuren schöner. Also die sehen halt realistischer aus. Also das ist wirklich rein Geschmackssache, aber ich persönlich finde das halt wirklich schöner. Ja, das ist, Die glaube ich, wirken halt realistischer aus. eine Grundsatz, also eine Philosophiefrage. Gell? Ja. Aber wissen Sie was? Wir haben einen ganz großen Kunden in Hamburg und der bestellt wirklich nur handbemalten Figuren, weil er die auch schöner findet. Ist das der nah am Wasser gebaut ist? Ja. Ja, okay, ja, das stimmt. Der steht Genau, tatsächlich auf handbemalte Figuren. Ja. Und, aber ich bin mir sicher, die farbig gedruckten werden auch ihre Freunde finden. Also wir lassen uns mal überraschen. Gell? Genau, das ist halt die Entscheidung des Endverbrauchers. Und das ist ja das Schöne. Sie haben die Wahl. Sie haben die Wahl. Schauen sich die Figuren an, entscheiden Sie, was Ihnen besser gefällt. Hauptsache, Sie kaufen noch Figuren. Ja, immer noch bei noch. Genau. Ja. Also ich würde sagen, damit schließen wir das Thema Figurenneuheiten ab. Wir haben vieles zu präsentieren gehabt und ich weiß, der Sebastian wartet jetzt wahrscheinlich schon Hufescharren beim Marcel Raschka und möchte uns was präsentieren zum Thema Bäume. Und vielen Dank an diese Stelle. Vielen Dank. Ja. So, ich bin jetzt mittlerweile, nachdem die Kollegen der Rainer Noch und die Quinn oben euch die Figuren gezeigt haben, hier bei uns im Einkauf angekommen. Bei mir ist der Marcel. Hallo Marcel. Ja, hallo zusammen. Ich bin Marcel Raschka, ich bin bei uns im Einkauf tätig, habe hier damals meine Ausbildung 2018 begonnen zum Industriekaufmann und nachdem ich dann abgeschlossen habe, wurde ich auch übernommen und bin seitdem bei uns für den Einkauf verantwortlich und auch für die ganze Koordination im Prinzip mit der Quinn in Vietnam und die Umsetzung von vielen Neuheiten. Und das ist eigentlich so mein tägliches Aufgabengebiet. Super, ja. Genau, das ist eigentlich bei uns interessant. Also jetzt gerade Rainer war eben bei der Quinn. Quinn hat bei uns auch im Haus die Ausbildung gemacht, du eben bei uns auch. Bei uns ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele Azubis nicht nur übernehmen, sondern mittlerweile auch ein sehr junges Team haben. Also Quinn, du, ihr seid alle noch deutlich unter 20. Bei der Quinn bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Quinn ist schon über 20, aber sieht immer so jung aus. Und ja, also wir haben ein sehr, sehr junges Führungsteam hier bei uns. Was sehr schön ist, was einen riesen Spaß macht in der Zusammenarbeit. Und ich glaube auch bei dir und der Quinn. Du bist ja, hast gerade schon gesagt, eben so das Pendant auf der Wangener Seite in der Zusammenarbeit mit der Quinn in Asien. Das funktioniert ganz gut. Und das sehen wir eben auch an den Produkten, die hier rauskommen. Wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel Thujen. Thuja ist ja eigentlich quasi so die deutsche Hecke, in Anführungszeichen. Die findest du ja in jedem Haus und in jedem Garten eigentlich. Die habt ihr hier irgendwo auch verbaut? Genau, die haben wir hier auch verbaut. Mhm. Perfekt, um eine Hecke darzustellen. Lässt sich eigentlich überall gut verbauen. Ah ja, ich sehe es gerade, genau. Du hast hier auch sogar nochmal ein verpackt im komplettes Prinzip. Produkt.
Ja, sehr schön. Ja, sind 12 Stück drin, das sieht man hier ganz Genau. gut. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr in der Kamera, aber ich glaube, die Melanie bringt uns da auch gleich noch ein ordentliches Bild mit rein. Die sind sehr, sehr schön. Das heißt, die kann man aus der Verpackung direkt entnehmen und kann die eben aufpflanzen. Genau, die haben unten einen kleinen Draht im Prinzip, Okay. mit dem man perfekt in die Anlage direkt aufstecken kann und eigentlich losarbeiten kann. Super. Das ist bei uns ja so ein bisschen abgestuft nach Qualitätslines, nenne ich es mal. Also je hochwertiger die Bäume sind, desto weniger Fuß haben sie. Also die einfachen Bäume, gerade die Hobbybäume, Klassikbäume, die ihr kennt, die haben ja richtig einen Wurzelfuß. Die lassen sich sehr, sehr einfach festkleben mit einem Heißkleber oder sowas. Und je realistischer die Bäume werden, wir kommen auch gleich nochmal auf die Masterbäume zu sprechen, desto weniger Fuß haben die. Die haben dann unten nur noch eine Art Pflanzstift oder eben einen Baumstamm, den man dann direkt in die Anlage eben reinsetzen kann nach einer Bohrung. Und das wird dann natürlich hier, sieht man es auch sehr, sehr realistisch, weil dann eben wirklich diese Hecke sehr dicht ist bis auf den Boden runter. Auch neu sind hier die Büsche, die wir hier auch verbaut haben. Ich sehe hier vorne zum Beispiel 2. Ja, die haben fast so ein bisschen was Japanisches, sehen sehr, sehr schön aus. Was genau sind das? Hast du das im Kopf? Genau, das sollen im Prinzip diese schönen zugeschnittenen Bäume in einem Vorgarten, Ja, vielleicht noch Vorstadt, wo sich wirklich bemüht wird, dass der Garten sehr ordentlich aussieht und richtig was hergibt. Haben wir uns gedacht, das ist eigentlich so eine perfekte kleine Ergänzung. Gerade hier auf so einem Diorama, wo man so ein bisschen einen Vorgarten darstellen möchte. Oder auch im Stadtpark, wo dann der Gärtner auch kommt und die wirklich pflegt, sehen die natürlich wirklich top aus. Da sind auch 2 Stück mit dabei. Und die können wir im Prinzip überall auf der Anlage gut verbauen und geben einfach noch so ein einsetzen. kleines Highlight. super. Ja, ich glaube, gesamt in dem Set sind, wenn ich es richtig weiß, auch 12 Zierbüsche mit drin, aber eben verschiedene Sorten, 2 von Genau. denen und dann nochmal andere eben, mit denen man hier die Gelände und die Landschaften dann eben perfekt auch ausgestalten kann. Und dann haben wir noch was, das haben wir jetzt hier nicht verbaut, weil das passt nicht ganz in die mitteleuropäische Landschaft der Gärten. Palmen haben wir auch ganz neu. Wir hatten letztes Jahr, Ja. beziehungsweise zur Saison war es, glaube ich, Genau. im Herbst jetzt letzten Jahres, 2023, eine Palme mit einer Hängematte drin, die eben richtig schaukelt. Das ist ein Micromotion-Modell, das sehr, sehr gut ankam. Und da habt ihr immer wieder gefragt und habt gesagt, ja, jetzt habe ich 2 Palmen und die Hängematte und das ist eine tolle Szene. Aber wenn ich jetzt hier meine kleine Palmeninsel fertig machen will, dann brauche ich da eigentlich mehr Palmen dafür. Und die kommen jetzt eben dann auch, wie die anderen beiden Artikel hier im April in den Fachhandel und sind dort eben dann zu erwerben. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu den Masterbäumen. Die haben wir hier hinter uns stehen. Die sind jetzt nicht ganz neu, das muss man zugeben. Die haben wir eben auch schon vorgestellt im Herbst. Die wollen wir aber gerne noch mal zeigen, weil das eben auch ganz, ganz besondere Bäume sind. Jetzt muss ich erst mal feststellen, ich habe gerade Quatsch erzählt. Die haben nämlich einen Fuß, aber von euch bremst mich ja auch keiner, wenn ich irgendwas Blödes von mir gebe. Du hättest wahrscheinlich gewusst. Die haben tatsächlich einen Fuß unten drunter, der hier eben auf die Anlage dann geklebt werden kann. Und da muss man dann logischerweise noch mal ein bisschen dran flocken. Da macht man dann vielleicht noch mal ein bisschen Gras drauf oder ein bisschen Streumaterial, eben um diesen Fuß wegzutarnen. Aber der hat einen Hintergrund. Also diese Bäume sind aus Draht gedreht, wenn Genau. ich das richtig Die mitgekriegt sind habe. aus Weißdraht gedreht, zum Teil bis zu 40 einzelne Drähte, die da für einen Baum zusammengedreht worden sind, was einfach eine extrem detailreiche ergibt und den Baum auch einfach individuell dann nochmal anpassbar gibt. Jeder kann auf seiner Anlage dann nochmal ein bisschen nacharbeiten und kann auch, wenn ein Ast ihm vielleicht nicht richtig steht, kann er ihn einfach selbst noch nachbiegen, wie er das für richtig empfindet und kann da auch nochmal ein bisschen Individualität bei jedem Baum mit reinbringen. Das ist cool, weil ich sehe hier gerade, wir haben jetzt auf diesem Diorama zum Beispiel verbaut die Profibäume, die ja auch schon sehr, sehr gut aussehen. Und dann eben hier die Masterbäume. Und wie du gerade sagst, man kann jetzt natürlich, wenn man sagt, okay, hier die Birke soll ein bisschen ausladender sein, dann kann ich natürlich durch diesen Draht, der da drin ist, die ein bisschen nachbiegen und nachformen, was natürlich bei einem Masterbaum nicht möglich ist, weil die Rohlinge bauen auf Kunststoff aus. Genau, ja, das sind Kunststoffspritzlinge, da ist es natürlich ein bisschen schwer mit Nachformen. Okay. Okay. Und auch diese Bäume werden in Vietnam produziert, in unserer Genau. Tochterunternehmung eben in Ho Chi Minh City. Also auch da sehr, sehr viele schöne Produkte, die hier eben in Zusammenarbeit mit der Tochterunternehmung in Vietnam entstehen. Ja, ich darf mich erstmal kurz bedanken für die ganzen Informationen zu den Bäumen und dem ganzen Grünzeug in Anführungszeichen. Auch aus Vietnam kommen unsere Microrooms. Das ist ein deutlich technischeres Thema.
technischeres, genau, Thema als die Bäume natürlich. Also für den Profi-Anwender, der eben sagt, ich möchte meine Gebäude beleuchten. Losgelegt haben wir, das ist auch vielleicht eine lustige Hintergrundgeschichte, eigentlich mit der Zielsetzung, dass wir LED-Beleuchtung wollten, einfach doppelt in warm und kalt. So, und rausgekommen ist dann irgendwann ein komplettes Beleuchtungssystem, wo wir dann gesagt haben, wir brauchen eigentlich noch einen Raum dahinter. Dann kam irgendwer, ich glaube der Azaria war es, auf die Idee, dass wir da Inneneinrichtungen reinbekommen müssen. Und da haben wir uns auch sehr eng abgestimmt und eben auch mit der Quinn. Das war auch ein lustiges Projekt. Ja, es ging eigentlich wirklich. In jeder Sitzung ging es noch mal ein bisschen tiefer. Wir hatten noch mehr Details. Wir hatten noch neue Ideen, wo wir das Produkt einfach noch mal ein bisschen verbessern konnten, wo der Kunde einfach einen Mehrwert hat und seine Räume, glaube ich, perfekt beleuchten kann. Ja, das ist eigentlich bei uns auch immer tatsächlich so, dass wenn wir eine Idee haben, die ist dann auch nie ja, wie sagt man, in Zement gegossen oder in Stein gegossen, sondern wenn uns dann irgendwie noch was, also wir wollten das eigentlich vorstellen letztes Jahr zur Spielwarenmesse, haben aber kurz vorher gerade eben mit diesen Inneneinrichtungen dann dann machen wir noch ein Möbel und dann machen wir noch einen Druck für dies und jenes und dann haben wir gesagt, ja, da können wir echt noch was rausholen für den Kunden, das verschieben wir nochmal und die kommen jetzt dann erst im April diesen Jahres, aber dafür eben mit diesen Features, dass ihr eben dann innen drin wirklich richtig schön ausgestalten könnt, dass da Tapeten mit dabei sind, Fußböden mit dabei sind, die eingeklebt werden können. Und es gibt natürlich zusammen mit den noch Figuren richtig schöne Innenräume. Dass die Räume flexibel sind. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Und der Kunde im Prinzip auf jedes Haus die Größe anpassen kann. Ja. Also es gibt eigentlich der Raum passt nicht, sondern Genau. der Kunde kann sich es immer anpassen, egal wie groß oder klein sein Raum ist. Ja, genau, weil das war irgendwie auch so kurz vor Schluss, wo wir gesagt haben, so jetzt haben wir es und dann kam eben der Azaria und sagte, ja, das passt aber eigentlich nie, weil der ist immer zu groß oder zu klein, das müssen wir jetzt flexibel gestalten und das hat uns dann echt nochmal Zeit gekostet, aber ich glaube, das lohnt sich, wenn wir uns dann hier nochmal ein paar Gedanken mehr machen, damit ihr dann mit den Produkten richtig Freude habt zu Hause. Und genau, mit Bastelprodukten geht es von unserer Seite dann auch weiter und zwar mit dem Rainer und dem Stefan, wenn ich es richtig weiß, die sind auch wieder in der Produktion unterwegs. Ja, hier sind wir wieder. Dieses Mal in einer ganz besonderen Abteilung in unserem Silikon-Werkzeugbau. Und ich begrüße hier direkt neben mir den Stefan Reinhold, unseren Betriebsleiter und Prokuristen. Sie werden uns nachher noch ein bisschen was über die Hartschaumproduktion erzählen. Ich starte jetzt mal mit einer Neuheit, die vielleicht gar nicht so spektakulär ist, aber dafür sehr praktisch. Sie alle kennen mit Sicherheit unsere Hartschaumprodukte, unsere Struktur-Hartschaumprodukte. Da gibt es Mauern, da gibt es Felsen, da gibt es Portale. Ein ideales Material, um Modelllandschaften im Modell zu gestalten. Was wir jetzt dieses Jahr neu vorstellen, sind Hartschaum-Selbstbauplatten. Ich habe hier so ein paar Platten vor mir liegen. Das Set enthält 5 Platten in 3 verschiedenen Stärken. Und jetzt werden Sie sagen, naja gut, also so spannend sind die ja nicht. So schwarze Platten ohne Struktur und ohne alles. Das ist genau der Trick an der Sache. Diese Platten sind dazu gedacht, dass sie selbst gravieren und zuschneiden. Das Material Struktur-Hartschaum ist sehr leicht zu bearbeiten, zum Beispiel mit einer Feile, mit einer Feinsäge. Es kann mit einem Plastik, mit einem Kunststoffwerkzeug geritzt und graviert werden. Und so können Sie Mauerabschlusskanten schaffen, Sie können Böschungen gestalten, Sie können Mauern selbst kreieren, was natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Können Sie sich vorstellen, die ganzen Mauerstrukturen da einzuritzen. Sie können diese Hartschaumprodukte mit einem Montagespachtel überspachteln und Sie können sie mit unseren Acrylfarben und Acrylsprays kolorieren. Wie gesagt, das Set enthält 5 dieser Platten und bietet Ihnen damit schon viele Gestaltungsmöglichkeiten. Mich würde jetzt interessieren, Struktur-Hartschaum ist für uns ja ein sehr wichtiger Artikel, ein sehr wichtiges Material. Was sind so die größten Herausforderungen, denen wir in der Produktion dieser Produkte begegnen? Also es gibt verschiedene Herausforderungen, um überhaupt ein Hartschaumprodukt herstellen zu können. Wir haben verschiedene Schritte, also wenn der Modelleur das Urmodell fertig hat, müssen wir es vervielfältigen und bauen die Form für das Silikonwerkzeug. Hier sieht man jetzt mal eine Silikonhaut, die wird dann in dieser Form gegossen und dann brauchen wir noch eine zweite Form fürs Schäumen und in diesen Formen wird dann geschäumt. Das heißt, wir haben keine Maschine, wo wir einfach ein Material einfüllen und hinten purzeln die Schäumlinge raus, das wäre schön. Leider sind viele
Handarbeitsschritte nötig, um das zu produzieren. Auch der Schäumer muss gucken mit der Schaumverteilung, dass er schaut, dass überall gleichmäßig Schaum drin ist. Das muss dann längere Zeit aushärten und auch so eine Silikonhaut hat eine begrenzte Haltbarkeit. Das heißt, so nach 30 Mal ist die Haut abgenutzt, das heißt, muss wieder eine neue Haut gegossen werden. Also ein sehr aufwendiger Prozess mit Ja, sehr aufwendig. vielen Einzelschritten. Erst haben wir den Künstler, der macht das Urmodell, das müssen wir dann kopieren, dann müssen wir es in Silikon abformen und dann können wir erst produzieren. Und zu einem Überfluss geht das Werkzeug auch noch dauernd kaputt. Also genau, die ideale Kombination, und das ist vielleicht für Sie ganz interessant, wenn Sie mit unseren Produkten schon gearbeitet haben. Sie werden wissen, dass die Hartschaumprodukte jetzt nicht unbedingt die preisgünstigsten sind, aber das erklärt vielleicht ein bisschen, warum sie das kosten, was sie kosten, und sie haben natürlich eine herausstehende Qualität. Das muss man ganz klar sagen. Das sind mit die beliebtesten Produkte in unserem Sortiment und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen auch ganz herzlich, die Sie auch unsere Kunden sind, bedanken, dass Sie diese Produkte so gut annehmen. Ja, wir machen jetzt hier noch weiter mit einer weiteren kleinen Neuheit, aber oft sind es die kleinen Sachen, die besonders praktisch sind. Und wir sind immer bestrebt, Gutes noch besser zu machen. Wir präsentieren Ihnen ein neues Strukturpulver. Unser neues Strukturpulver ist extrem fein, sodass man sehr realistische und anspruchsvolle Oberflächenstrukturen auf Straßen, Plätzen, Mauern und andere Bauteile aufbringen kann. Das geht verhältnismäßig einfach. Ich streiche die Oberfläche mit unserem Graskleber ein und streue dann das Strukturpulver mit einem Sieb oder mit einer kleinen Dose auf, warte bis es getrocknet ist, schüttle den Rest ab oder sauge den Rest ab und kann anschließend mit Acrylfarbe oder unserer Straßenbaustrukturfarbe nachfärben. Das Strukturpulver schafft damit spannende Oberflächen, wo vielleicht zu wenig Struktur drin ist. Eine kleine Info noch, dieses neue Strukturpulver wird in Zukunft auch in unserem beliebten, bewährten Straßenbauset enthalten sein. Das wird also automatisch umgestellt. Ja, damit sind wir hier in dieser spannenden Abteilung fertig und ich gebe wieder an den Sebastian weiter, der vermutlich jetzt die Lasercard-Neuheiten präsentieren wird. So, ich bin jetzt hier mittlerweile bei uns im Laserstudio angekommen. Hinter mir einige Modelle, links neben mir sieht man schon ein paar Neuheiten haben wir aufgebaut und der Sarkis ist mit dabei. Hallo Sarkis. Hallo. Der Sarkis ist mein Kollege hier oben aus dem Laserstudio, der dafür sorgt, dass die Lasercard-Modelle bzw. Lasercard-Teile hier sehr, sehr schön ausgelasert werden und arbeitet wirklich direkt an der Maschine. Die Steffi ist jetzt leider heute nicht da, die ist krank, das ist unsere Konstrukteurin, mit der arbeitest du sehr, sehr eng zusammen, gerade in der Abstimmung von Neuheiten. Wie muss ich mir so einen Prozess vorstellen, bis so ein Modell dann wirklich steht? Jetzt zum Beispiel die Neuheit, die macht die Steffi, die Datei, und sie gibt mir die Datei und dann ich schaue mal, wenn jetzt alles okay ist und ich produziere einmal und dann Steffi baut alles zusammen und wir schauen, wenn jetzt alles okay ist okay, wenn nicht, vielleicht wird ändert etwas und dann zweite Mal wieder jetzt lesen und wieder wir schauen, wenn jetzt alles okay ist, alles passt und so geht weiter immer. Das heißt, ihr stimmt euch dann wirklich ab, also du laserst dann einmal den Satz aus, den sie auf dem PC konstruiert hat und sie baut es dann zusammen? Ja. Und dann seht ihr, okay, passen die Teile, passen sie nicht und wenn sie nicht passen, muss Steffi nochmal in die Konstruktion. Genau, ja. Okay, das ist natürlich hochinteressant. Macht sehr, sehr viel Arbeit und wir haben natürlich auch große und kleine Modelle. Ist das ein Unterschied vom Aufwand oder sind die beide? Nein, beide jetzt. Beide sehr aufwendig. Ja. Das heißt, auch ein kleines Modell, da legen wir sehr, sehr viel Herzblut rein und da legt ihr sehr viel Arbeit rein. Ja. Das ist spannend, genau. Wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht, beziehungsweise so ein Laser hier eben funktioniert und dann eben nachher auch bedient wird, beziehungsweise wie die Teile da rauskommen, das schauen wir uns jetzt mal an, weil ich glaube, du hast uns schon was vorbereitet. Ja, genau. Super, dann folge ich dir gerne. Ja. Du hast jetzt hier einen Laser, der ist fertig, glaube ich. Ja, der Laser ist fertig. Und was sind das für Teile? Das ist von der Brücke, Fischbauchbrücken. Ah, okay, das genau. Ich sehe es auch gerade, das sind so Bögen. Das ist jetzt quasi, Dankeschön.
Das ist das Teil, was wir jetzt fertig dann rausbekommen. Interessant, sehr interessant, ja. Und die Überreste Karton ist natürlich sehr schön als Material, weil Karton auch wiederverwendet werden kann, also recycelbar ist. Und ich sehe gerade hier, wir haben hier so einen Karton hinter uns stehen, wo wir die ganzen Reste dann sammeln und später dann auch wiederverwenden können. So, ich darf dir gerade noch drüber geben, Dankeschön. Nicht, dass nachher einer fehlt und einer von euch hat dann eine Brücke ohne Bogen. Das wäre nicht so dolle. Wunderbar. Und jetzt kommt hier eine neue Platte drauf. Sehr schön. Deckel zu und dann ist der Laser auch schon wieder einsatzbereit für die nächste Runde Brückenteile, glaube ich. Wunderbar. Dann darf ich mich sehr bedanken bei dir und wir gehen jetzt wieder nach draußen und da zeige ich euch dann die Neuheiten, die wir hier gerade noch versteckt haben. So, ich glaube, das war ein ganz interessanter Exkurs hier in das Laserstudio. Ich stehe jetzt mittlerweile wieder vor der Tür und darf euch jetzt die Neuheiten aus dem Lasercard vorstellen. Wir haben hier ein mittelalterliches Diorama, das von einer mittelalterlichen Lampe angestrahlt wird. Die ist, glaube ich, schon echt ein paar Jahre alt. Funktioniert aber trotzdem noch ganz gut. Hier haben wir als Hauptmodell auf diesem Diorama ein Ritterturnier aufgebaut. Das ist ein sehr, sehr schönes Modell. Es ist ein eigentlich ganz altes Thema. Also 2 Jungs kloppen sich um ein Mädel. Hier haben wir eben dann die typischen Ritter mit ihren Lanzen, die hier auf diesem Turnierplatz eben ihren Kampf austragen. Und oben in der Loge sitzt der König, der eben hier seine gute Frau Tochter dem Gewinner dann zur Frau versprochen hat. Hoffen wir, dass dann auch der Favorit der Prinzessin hier auch wirklich gewinnt. Besonders schön ist an diesen Figuren, man sieht es auch sehr schön in der Detailaufnahme nachher, die sind 3D farbgedruckt. Und wenn man sich die anguckt, gerade diese Pferde auch und diese Schilde von diesen Rittern, das ist was, das kriegst du in Handbemalung nicht hin, weil das einfach so filigran und detailliert farbig hier gestaltet ist, dass es einfach eine wahre Freude ist, das anzuschauen. In diesem Set, in diesem Micromotion-Set, wo sich nachher diese Ritter wirklich auf diesem Turnierplatz eben bewegen, ist enthalten zum einen diese Königsloge, wo eben König mit seiner Tochter drin sitzt. Ganz wichtig, ein Hofnarr braucht man auch, immer so einen Alleinunterhalter. Dann 2 Leute mit so einer Fanfare, die eben hier das Volk, das auf den Tribünen oder auf der Tribüne, die eben auch enthalten ist, dann eben antröten oder wie man das nennen mag, sind eben auch mit dabei, diese ganzen Figuren. Zelte, in denen die Knappen der Ritter drin sind, beziehungsweise aus denen die versorgt werden, haben wir auch mit in diesem Set. Und das ganze Modell, beziehungsweise der ganze Bausatz wird eben ab November dann im Fachhandel verfügbar sein. Zeitgleich, weil es ja auch immer so ein bisschen das Thema Ritterturnier, passt das auf meine Modelllandschaft, das ist ja schon ein sehr spezielles Thema, haben wir eben gesagt, das ist jetzt nicht wirklich so ein 1:1 Ritterturnier, was irgendwo im Mittelalter stattfindet, sondern das ist eben so eine Art Volksfest, wo drumherum nochmal ein bisschen ein Mittelaltermarkt stattfindet. Deswegen gibt es eben ein Themenset Mittelaltermarkt, in dem sind 2 Mittelalterbuden drin. Wir haben einmal so ein Waffenverkaufsstand, wo dann eben auch der geneigte Roleplay-Spieler, der jetzt hier dann vielleicht eben unterwegs ist auf diesem Mittelaltermarkt und sich gerne mal verkleidet, dementsprechend auch Schwerter und Schilder kaufen kann. Und auf der anderen Seite haben wir hier noch Zubehör, die dann eben in diesen Verkaufsbuden verkauft wird. Mittelaltermarkt bei uns tatsächlich im Allgäu, ich weiß nicht, wer es kennt, echt ein Thema. Also es gibt es bei uns hier relativ häufig und da kann man wirklich hingehen, da gibt es dann immer was Gutes zu essen, da gibt es immer ein bisschen mehr oder weniger viel zu trinken. Ist auf jeden Fall immer lustig, macht Spaß und das kann man eben hier mit diesen Modellen im Kleinen nachbauen. Hier oben haben wir dann noch einmal eine einzelne Bude, um diesen beziehungsweise Mittelaltermarkt zu erweitern und auch eine Souvenirbude, die sehr, sehr schön ist als Lasercard Mini. Ebenfalls als Lasercard Mini ist jetzt nicht auf dem Diorama, aber das blenden wir euch jetzt einfach ein, wird erhältlich sein, allerdings schon ab April, einmal ein Kohlebansen, der passt natürlich super auf jedes BW und auf jede Modellbahnanlage und es wird auch noch kommen, das haben wir hier drüben stehen, ein Set mit Blumeninseln bzw. Pflanzinseln, die kann ich natürlich in einen Park reinbauen oder wie das hier eben gemacht ist, auf so einen Vorhof von einem wunderschönen Modell. Damit sind wir tatsächlich bei meinem diesjährigen Highlight-Modell. Also das ist tatsächlich das Modell, auch wenn es ein bisschen unscheinbar auf den ersten Blick wirkt, was mir persönlich am besten gefällt. Da muss man ein bisschen die Geschichte dazu erzählen und ein bisschen ausholen.
Es handelt sich hier um das Haus am Horn. Dieses Gebäude steht heute noch in Weimar. Wenn man es anguckt, würde man sagen, klar, steht wahrscheinlich noch gar nicht so lang, sieht super modern aus. Jetzt muss man aber wissen, dieses Gebäude ist 1923 entstanden, und zwar vom Architekten Georg Muche, der damals am Bauhaus in Weimar gelehrt und gearbeitet hat. Und dieses Gebäude ist tatsächlich 23 in dieser Architektur entstanden, also mittlerweile vor 101 Jahr. Das hatte letztes Jahr eben das 100-jährige Jubiläum. Es steht heute noch. Es ist seit kurzem auch Weltkulturerbe, also bei der UNESCO auf der Liste, und ein architektonisches Meisterwerk, muss man sagen, und auch einfach so ein Meilenstein. Wenn man sich jetzt dieses Modell anguckt und dann eben weiß, dass die Ausführung für Muche damals das Büro von Walter Gropius gemacht hat, der ja später auch einer der Bauhausmeister dann war, und die Möbel da drin entstanden sind von einem damaligen Lehrling, nämlich dem Marcel Breuer, der auch über sehr, sehr viele bekannte Möbel mittlerweile dann in Designkreisen Bekanntheit erlangte, dann kann man das so ein bisschen einordnen. Dieses Gebäude haben wir zusammen gemacht mit dem Bauhausarchiv in Berlin. Also es ist ein offizielles Modell, was auch vom Archiv hier eben unterstützt wurde und auch als offizielles Bauhausmodell eben genannt wird. Und das persönlich macht mir sehr viel Spaß, Design und Architektur. Deswegen ist das für mich so ein kleines Highlight dieses Jahr. Noch kleinere Highlights zeige ich euch gleich drüben, direkt auf der Anlage, weil da geht es jetzt in die Spur N weiter mit den Lasercut-Bausätzen. Wie versprochen geht es klein weiter an dieser Stelle. Hinter mir sieht man schon ein bisschen, wir haben hier ein sehr, sehr schönes Diorama aufgebaut, den Bahnhofsbereich von Bergün, und da wird als Lasercut-Neuheit eben dieser Bahnhof Bergün kommen. Und auch im hinteren Teil steht auch im Original sehr nah dran der Lokschuppen Bergün. Beide Modelle werden ab April verfügbar sein und passen natürlich perfekt zu dieser wunderschön gestalteten Albula-Bahn. Da will ich jetzt aber noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das machen gleich die Kollegen nochmal sehr, sehr ausführlich. Deswegen belasse ich es hier einfach mal bei den Bausätzen. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal sehr schön eingebaut in diese Landschaft eine Brücke, das ist das Brombens- oder Landwasserviadukt, was wir hier sehen, passt auch sehr schön in dieses Albula-Bahn-Thema. Und es wird noch eine weitere Brücke geben in Spur Z und Spur N, die ist jetzt hier nicht verbaut, das ist die Steinbogenbrücke, die blenden wir euch gleich ein. Auch diese Modelle werden im April diesen Jahres kommen. Jetzt gehe ich nochmal schnell rüber zum Bahnhof, da habe ich nämlich gerade was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar ist dieser Bahnhof Bergün nicht nur für die Spur N verfügbar, sondern er wird Ende des Jahres im September dann auch für die Spur H0 kommen. Das hätte ich fast vergessen, weil die Spur N-Bahn hier einfach alles so überstrahlt. Die Bahn selber, da gibt es einiges dazu zu sagen. Und da darf ich den Rainer gerade wieder zu mir bitten. Der hat nämlich hier schon einiges vorbereitet, wird euch gleich einiges dazu erzählen. Ich mache mich aus dem Staub. Wir treffen uns gleich an ganz anderer Stelle wieder. An einer ganz besonderen Location treffen wir uns nachher. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Eisenbahn hier. Danke dir, Sebastian. Ja, ich stehe jetzt hier vor einem wunderschönen Modell und freue mich sehr, dass ich den Entwickler und Erbauer auch hier habe. Und zwar ist das zu Florian Giwanski. Herr Giwanski, kommen Sie doch rein. Der diese Anlage erdacht und erbaut hat. Es handelt sich um einen neuen EasyTrack-Bausatz für die Spur N in der Größe 200 auf 100 cm. Und mich würde es mal ganz allgemein interessieren, für die Zuschauer, die vielleicht unser EasyTrack-System noch nicht kennen, was ist denn EasyTrack überhaupt? Ja, hallo erstmal noch von meiner Seite. EasyTrack, da muss man sagen, das hat ja mittlerweile schon fast so eine kleine Tradition, dass wir jedes Jahr immer mehr zu diesem Thema bringen, weil es einfach wahnsinnig gut ankommt. EasyTrack ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, direkt eine Eisenbahn von Grund auf aufzubauen. Also man hat die Trassen drin und das ganze Stützensystem. Ganz oft, also entstanden ist es, weil ganz oft die Leute das Problem haben, wo fange ich eigentlich an, was möchte ich bauen? Und gerade den Punkt, den nehmen wir den Leuten eigentlich ab. Also wir geben vor, der Gleisbahn ist so gesetzt, du kannst bauen und dich dann gleich quasi um die Landschaft und die Ausgestaltung kümmern. Also das, was eigentlich gerade so viel Spaß macht. Also die technische Planung wird mir quasi abgenommen. Ganz genau. Ich habe einen Gleisplan, ich kann mich darauf verlassen. Die Steigungen funktionieren auch. Die Trassen sind schon ausgestanzt mit drin. Also der Einstieg in den individuellen Modelllandschaftsbau leicht gemacht. Ganz genau. Sie sind jetzt Planer und Erbauer dieser wunderschönen Anlage hier, die den Namen Albula-Bahn trägt. Erzählen Sie uns doch einfach mal so ein paar Dinge zu diesem Modell. Was sind die Besonderheiten dieser Anlage? Also muss ich sagen, wir haben vor 2 Jahren den ersten Trassenbausatz Mittelberg in Spur N auf den Markt gebracht, der wahnsinnig gut ankam, allerdings halt um einiges kleiner ist.
Wir haben relativ schnell eine Resonanz gemerkt, den Leuten ist das manchmal zu klein, weshalb wir jetzt einfach reagiert haben und gesagt haben, gut, wir machen einen etwas größeren Bausatz. Sie haben es gerade angesprochen, 2 Meter auf 1 Meter. Wichtig ist dabei den Thema, also wir haben es jetzt öfter durchklingen lassen, wir sind bei der Rhätischen Bahn, bei der Schweiz, eigentlich eine Bahn, die sehr bekannt dafür ist, viele Steigungen zu haben und Höhe zu überwinden. Der Fokus lag allerdings darauf, die Steigungen relativ gering zu halten. Gerade in Spur N muss man immer aufpassen, die Loks haben wenig Gewicht, dass man nicht immer mit längeren Zügen durchdreht bei den Steigungen. Weshalb wir es geschafft haben, bei diesem Bausatz, der auf viel Spaß auf wenig Platz bietet, komplett unter 3% Steigung zu bleiben. Und das ist auch so ein Knackpunkt, der nur an einer kleinen Stelle ist. Also wir haben an einem Punkt 2,9, alle anderen Steigungen sind um die 2%, was einfach sehr viel Fahrspaß versprechen wird. Ja, also Fahrspaß, das kann man hier schon gut entdecken. Der ist garantiert geboten auf dieser Anlage. Das ist ein ganz, ganz großartiges Modell. Und das ist jetzt auch noch ein Highlight, da wird es ein besonderes Druckwerk geben zu dieser Anlage. Ganz genau. Also man muss sagen, das Fokusthema generell, es heißt nicht umsonst Albula-Bahn. Also die Albula-Bahn ist die Strecke von der Rhätischen Bahn von St. Moritz bis Thusis, die seit 2008 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Und der Fokus war ganz klar darauf, etwas Vorbildgetreues zu bauen. Deswegen halt auch die passenden Lasercut-Gebäude zu diesem Bausatz. Wir haben hier vorne auf der Seite einmal den Bahnhof Bergün, der auch von der Gleisanlage sehr detailgetreu nachgebaut ist. Und auf der anderen Seite den Umschlagezentrum von Samedan. Liegt nicht ganz auf der Albula-Bahn, aber war einfach sehr spannend, weil dann wieder viele betriebliche Punkte nachgestellt werden können. Zum Ratgeber, genau, da wird, also wir machen dieses Jahr endlich wieder einen Ratgeber und zum ersten Mal eine Spur N. Der wird zusammen erscheinen mit der MIBA, also quasi als ein reines MIBA-Spezial, komplett wie wir diese Anlage aufbauen. Und dann später wird er auch bei uns, oder beziehungsweise zeitgleich auch bei uns als Druckwerk verfügbar sein. Großartige Sache, weil dann kann man als Erbauer wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen. Und ich denke, das ist jedem eine große Hilfestellung, wenn er diese Anlage nachbauen möchte. Jetzt hat der Kollege Azaria Mertens ja die gleiche Anlage nochmal aufgebaut, aber doch ganz anders. Wo sind denn jetzt die Unterschiede? Ja, man muss ja sagen, also man sieht es, glaube ich, hinter uns schon, das ist ein Ansatz, den wir so eigentlich fast noch gar nicht gewählt haben, eine Anlage aufzubauen. Wir versuchen uns da mal wieder neue Dinge einfallen zu lassen, um ein bisschen innovativ zu sein. Wir haben jetzt hier eine Anlage, die komplett 360 Grad umgehbar ist, also man hat immer wieder neue Blickwinkel, man hat kein Hinten und kein Vorne. Und getrennt ist das Ganze durch diese Wand und dann einmal durch einen Beleuchtungsrahmen, den man hier oben sehen kann. Die Anlage vom Azaria Mertens, die ist halt ein bisschen aufgebaut, dass es einen Vorne gibt und einen Hinten, wie ohne solch einen Hintergrund auskommt und vor allem auch mit anderen Materialitäten gebaut ist. Also wir haben da ganz, ganz viel Knitterfels verbaut, was wahnsinnig schön ist, mal so ein großes Projekt halt mit dem Material bauen zu können. Und das war halt relativ einfach und sauber realisierbar, dieses Projekt, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, bei mir auf jeden Fall zum Zugucken, weil man relativ schnell halt wirklich viele schöne Ergebnisse sehen kann. Und das ist ja auch das Besondere an unseren EasyTrack-Bausätzen, dass wir öfter versuchen, Ihnen 2 Modelle zu präsentieren, um Ihnen zu zeigen, dass jede Anlage, die hier erbaut wird, absolut individuell ist. Also ich finde es faszinierend mit den Knitterfelsen. Ich war geflasht, als ich das erste Mal gesehen habe, auf so einer großen Fläche. Und nehmen Sie die Gelegenheit wahr, kommen Sie zum Beispiel nach Dortmund auf die Messe, schauen sich da die Anlage im Original an. Wir haben auch hinten Öffnungen, da kann man ganz tief reinblicken und kann dann sehen, wie das Innenleben der Anlage aussieht. Also eine ganz großartige Geschichte. Ich möchte es zum Abschluss der Thema EasyTrack Anlagenbausätze Sie noch auffordern, setzen Sie sich bitte mit unserem Sortiment auseinander. Wir haben inzwischen 4 Modelle für die Spur H0. Das geht von der kleinsten Größe 1,25 auf 1,05 bis hoch zu 2,50 auf 1,50. Also bestimmt für jeden was dabei. Und für die Spur N haben wir jetzt inklusive der neuen Albula-Bahn 2 Modelle. Da haben wir einmal 1,15 auf 75 cm und das hier etwa 200 auf 100 cm. Ich mache mich jetzt dann nachher auch aus dem Staub, weil ich an diese Außenlocation sollte, dass ich den Sebastian da noch rechtzeitig erwische. Und Sie kriegen jetzt, glaube ich, gleich den Kollegen Nico Bosch hier. Ganz genau. Und dann haben Sie die großartige Freude, eigentlich was ganz Neues zu präsentieren. Nämlich, darf ich Ihnen die Butter schon vom Brot nehmen? Sehr gerne. Danke. Nämlich das EasyTrack Individual. Also wie können Sie dieses EasyTrack-System nutzen, um Ihre individuelle Anlage zu bauen. Ich bin weg.
Viel Spaß noch. Dankeschön. Kommen wir zu einem weiteren Highlight in unserem Sortiment dieses Jahr, in dem neuen Sortiment, nämlich EasyTrack Individual. Dafür darf ich meinen Kollegen Nico Bosch begrüßen. Ja, hallo zusammen. Wir haben ganz oft das Thema auf Messen oder auch generell als Feedback, kann ich meinen EasyTrack Trassenbausatz erweitern? Habe ich irgendwie die Möglichkeit, die Trassen einzeln zu kaufen? Kann ich anbauen? Und bisher waren uns immer die Hände gebunden. Wir mussten leider sagen, nein, da gibt es keine Möglichkeit für bis jetzt. Denn jetzt haben wir mit EasyTrack Individual die Möglichkeit, alle einzelnen Sortimente, die man bereits kennt, aus den Trassenbausätzen einzeln zu kaufen und dazu noch welche hinaus. Das Ganze teilt sich so ein bisschen auf in Stützen und in die Trassenbretter. Nico, magst du einmal mit den Stützen anfangen? Was haben wir denn da? Ja, sehr gerne. Wir haben, fangen wir ganz unten an, die sogenannten Bodenplatten. Da haben wir 2 Stück im Sortiment. Bodenplatte ist das Element, das mit der Grundplatte verschraubt wird und alle weiteren Elemente werden auf diese Bodenplatte gesteckt. Also 2 Bodenplatten, ergänzend kommen hinzu 7 Elemente für die Höhe, 7 Pfeiler-Elemente. Und ganz neu ist das höhenverstellbare Pfeilersystem. Höhenverstellbar heißt, ich habe einen Bereich von 80 bis 138 mm, den ich flexibel einstellen kann. Also kann hier wirklich sehr fein Steigungen definieren. Genau. Also das heißt eigentlich, wir haben jetzt die Möglichkeit, wie wir schon bereits angedeutet haben, alles einzeln zu kaufen und die Möglichkeit aus vielen unterschiedlichen Pfeilern die Trassenhöhe selber zu generieren. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel sein, vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoll, deswegen haben wir noch eine zweite Lösung. Nämlich haben wir euch ein bisschen die Arbeit abgenommen und haben schon Sets definiert. Was hat es damit auf sich? Ja genau, also einen einfachen Einstieg in das ganze Thema machen sicherlich die 3 Pfeilersets. Wir haben hier auf der Anlage zu sehen in Blau, also eingefärbt in Blau, das Pfeilerset Ebene unten, in Gelb dargestellt das Pfeilerset Steigung und in Rot dargestellt das Pfeilerset oben. Wir haben versucht, das Ganze visuell darzustellen, also die Pfeiler sind als Produkt in Grau, also lassen Sie sich da nicht in die Irre führen. Das ist eine reine visuelle Darstellung des Systems. Alles klar, also haben wir jetzt die Stützen. Natürlich braucht man für so einen Aufbau noch einmal die Trassen. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass sich alles komplett an das C-Gleis von Märklin bzw. Trix anordnet. Wir haben für die gängigsten Gleise am Anfang jedes passende Trassenbrettchen definiert und haben ein großes Portfolio, woraus wir schöpfen können. Also wir haben in den geraden Trassen insgesamt 7 Stück, die sich definieren von 64 mm, also dem Märklin-Gleis, dem C-Gleis, 64 mm bis 188 mm, die in den größeren, also 172 und 188 mm auch doppelgleisig ausgeführt sind. Dann haben wir insgesamt 5 Gleisbögen für Radius 1, 2 und jeweils auch für Radius 3 habe ich vergessen. Dann noch doppelgleisig Radius 1, 2 und Radius 2 und 3. Abgeschlossen wird das ganze System durch 2 Weichenelemente. Das heißt, komme ich eingleisig und möchte zweigleisig enden, in einer geraden Weiche wäre das dann zum Beispiel, wenn ich mit dem abzweigenden Gleis weiter in den Bogen möchte. Dafür haben wir eine Lösung. Anderweitig, wenn ich parallel fahren möchte, nehmen wir wieder das doppelgleisige System und einmal das für die Bogenweiche. Die Bogenweiche, auch eingleisig auf zweigleisig, kommt auch ein Element. Möchte man zweigleisig in den Gleiswechsel vollführen, hat man dann wieder die doppelgleisigen Trassen, die man braucht. Am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert durch die ganzen Visualisierungen, die wir haben, aber relativ leicht nachzuvollziehen. Die Trassenbreite definiert sich dabei jeweils auf eingleisig 77,5 mm, auf zweigleisig 155 mm. Das ergibt sich automatisch durch die Gleisgeometrie von dem C-Gleis. Das heißt also, man kann einfachere Sachen bauen, aber auch komplexe, große Weichenstraßen, Bahnhofsbereiche und, lässt sich alles definieren. Und um die Pfeiler und die Trassen optimal miteinander zu kombinieren, gibt es eben noch in dem System
zwei Elemente, zwei Bauteile. Das eine ist die Wippe, die oben auf den Pfeiler angebracht wird und Trassenstöße direkt miteinander verbindet. Sollte ein Pfeiler nicht direkt höhentechnisch oder höhenbedingt nicht unter einem Trassenstoß stehen, kann man auf ein Verbindungselement zurückgreifen, um auch hier Stabilität in den ganzen Trassenbau zu bekommen. Und somit haben wir hier eigentlich ein sehr rundes Produkt. Das heißt also letzten Endes, ihr könnt eure Anlage komplett durchplanen, habt dann am Ende eine Stückliste von dem C-Gleis, was ihr verbaut habt, kauft bei uns die passenden Trassen dafür und jeweils entweder die Pfeilerelemente einzeln oder die vordefinierten Sets und könnt dann relativ schnell eure Modellbahnanlage aufbauen. Komplett individual. So, ich habe gehört, unsere Kollegen sind irgendwo draußen schon wieder unterwegs. Schauen wir doch mal, wo die hin sind und schwenken da mal raus. Da ist ja der Rainer. Hi, Sebastian, servus. Grüß dich. So, Hast du es aus der Firma hergeschafft? genau, wir sehen beide ein bisschen lustig aus heute mit Mütze und Sonnenbrille. Grund ist, dass wir gerade draußen stehen und das nicht für umsonst. Wir stehen hier am Wangener Milchpilz und dazu hast du uns, glaube ich, wieder eine Neuheit mitgebracht. Ja, dazu habe ich die letzte Neuheit in unserer schönen Präsentation. Sonnenbrille, das ist meine Schönwetterfroschbrille. Die wird automatisch dunkel, sobald die Sonne scheint, aber ohne die kann ich nicht lesen. Also, ja, unsere letzte Neuheit in unserer heutigen Präsentation ist ein Milchpilz in der Spur H0. Der Milchpilz, den ihr hier hinter mir seht, der wurde in den 1950er Jahren als origineller Verkaufskiosk vom Wangener Unternehmer Anton Waldner erfunden und dann von der Firma Waldner auch produziert. Gut 50 dieser weißgepunkteten Sympathieträger wurden dann in alle Welt verkauft und davon stehen heute immer noch einige, zum Beispiel in Wangen eben, in Lindau, Regensburg oder auch in Bregenz. Zur Landesgartenschau hier in Wangen, und das ist dann auch ein interessanter Punkt für uns natürlich, erfährt dieser Milchpilz ein wunderbares Comeback. Er wird nämlich neu aufgelegt und an mehreren Stellen auf dem Landesgartenschaugelände verteilt. Wir haben natürlich, und deswegen sind wir ja hier, einen kleinen Miniaturmilchpilz für die Spur H0 gemacht. Der ist 5 cm hoch und im Spritzgussverfahren hergestellt und rechtzeitig zur Landesgartenschau natürlich käuflich zu erwerben. Entweder hier bei uns in Wangen in der Modellbauwelt oder im Fachhandel deutschlandweit oder auch, und das ist das Besondere, auf dem Landesgartenschaugelände direkt. Also ein Grund, uns hier auf jeden Fall zu besuchen, und dazu möchtest du noch ein paar Worte sagen. Ja, der sieht klasse aus. Ich habe mir den gerade angeschaut. Also rechts neben uns steht der zweite momentan. Hier ist ja noch alles Baustelle, weil eben für die Landesgartenschau aufgebaut wird, die im April, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Wangen beginnt. Ein ganz besonderes Event bei uns in der Firma findet am 6. Juli diesen Jahres statt. 6. Juli 24 vormerken im Kalender, und zwar machen wir einen Tag der offenen Tür. Und das lohnt sich natürlich jetzt ganz besonders dieses Jahr, weil wir eben nicht nur die Modellbahner glücklich machen, sondern vielleicht auch die Begleiter oder Begleiterinnen, die mitkommen, in der Zwischenzeit auf der Landesgartenschau sich ein bisschen umschauen können. Dann haben die Modellbahner ein bisschen mehr Zeit, bei uns den Flohmarkt zu besuchen, einkaufen zu gehen und eben die Modelle bei uns in der Modellbahnwelt zu bestaunen. Allerdings haben wir auch ein großes Programm für Familien, Kinder und drum und dran mit dabei. Also am 6. Juli 24 unbedingt nach Wangen kommen. Wenn ihr uns ansonsten treffen möchtet, wir haben dieses Jahr auch noch 3 Messen in Deutschland, die stattfinden. Wir sind zunächst in Dortmund auf der Intermodellbau jetzt im April, wo ihr die ganzen Neuheiten auch live sehen könnt. Anschließend geht es dann nach Leipzig im Oktober, und im November stehen wir hier bei uns in der Nachbarschaft in Friedrichshafen dann auf der Faszination Modellbau wieder. Wer in Wangen ist, kann uns natürlich jederzeit in der Modellbauwelt besuchen. Dort gibt es auch immer wieder tolle Seminare. Heute ist ein bisschen kalt, auf dem Dach vom vom Milchpilz liegt einiges an Schnee. Wir haben neu auch Winterbauseminare, und ein Seminar, glaube ich, findet auch am Fluss statt. Also wer da Interesse hat, schaut sich einfach mal auf www.noch.de um. Dort findet man eben all die Informationen zu den Seminaren, zum Tag der offenen Tür und natürlich zu all den Neuheiten, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Und da freuen wir uns auf euren Besuch und wünschen euch heute einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das angeguckt habt, und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.